Ja, wir haben euch für diesen Dreh ein ganz besonderes Auto mitgebracht, nämlich eines der speziellsten und spektakulärsten Serienautomobile der 90er Jahre. Das ist der Honda NSX, der 1989 vorgestellt wurde und von Honda quasi als Ferrari-Killer lanciert wurde. Wir werden euch mitnehmen in die Geschichte dieses Autos, werden mal unter die drei Hauben schauen, in den Motorraum, werden das Auto von innen zeigen und selbstverständlich auch fahren und dabei interessante Details zur Entwicklungsgeschichte und der damaligen Relevanz vor ungefähr 30 Jahren dieses Sportwagens erzählen. Viel Vergnügen! Vorgestellt wurde der Honda NSX im Jahr 1989. Es dauerte dann noch ein bisschen, bis er in Serie ging. Ende 1990 war er dann endlich zu haben in den USA und Europa und natürlich in Japan. Zunächst würde ich gerne ein paar Worte zum Design verlieren. Der Honda ist ein typischer Sportwagen, Supersportwagen, Mittelmotor-Sportwagen der späten 80er Jahre. Das heißt, er verzichtet auf irgendwelche Gimmicks oder Besonderheiten und ist schon fast ein bisschen in einer Stilistik gehalten, die damals als Mainstream galt. Das heißt, wir haben vorne die Klappscheinwerfer, die sogenannten Schlafaugen, die ja in den 90er Jahren im kompletten Automobilbau ausgestorben waren, nachdem sie in den 60er Jahren modern geworden sind und schick geworden sind. Dann haben wir natürlich die Mittelmotorkonfiguration mit der weit nach vorne geschobenen Fahrerkabine. Das heißt, der Motor befindet sich zwischen den vorderen Sitzen, hintere Sitze haben wir nicht, und der Hinterachse und hinten natürlich ein ausladendes Heck mit einem entsprechenden freitragenden Heckflügel. Ja, dieses Design war, ich sag mal, standardmäßig Mittelmotor-Sportwagen, nicht besonders spektakulär und nicht besonders speziell. Es erinnerte in der Anfangszeit bei der Betrachtung des Autos ein bisschen an Ferrari, ein bisschen an Lamborghini, solche Autos, die halt State of the Art in dieser Klasse waren. Was dem Honda NSX stilistisch von vornherein vorgeworfen wurde, war, dass die Räder viel zu klein in den sehr voluminösen Radkästen standen. Hier haben wir bei diesem Auto, was wir heute mitgebracht haben, nicht die Serienräder, sondern deutlich breitere und größere. Normalerweise waren vorne 15 Zoll Räder mit 205er Reifen, 50er Querschnitt montiert, hinten 225 50 ZR16, das heißt nicht besonders große Räder, nicht besonders breite Reifen für so einen Supersportwagen. Das wurde ein bisschen als fipsig empfunden, aber das war eben so von den Konstrukteuren gewollt. Wir sehen bei dieser Perspektive des Honda NSX sehr gut die sehr tief liegende Gürtellinie, typisch für einen Mittelmotor-Sportwagen, aber im Kontrast dazu relativ hohe Seitenfenster und eine etwas höhere Dachwölbung als bei den Konkurrenten von Lamborghini und Ferrari beispielsweise. Die Honda-Konstrukteure wollten eben vermeiden, dass sich die Leute ähnlich schlangenartig in das Auto reinwinden müssen wie bei den italienischen Vollblütern. Und das ist ihnen auch gut gelungen. Dadurch wirkt der NSX natürlich etwas höher und etwas voluminöser, was er auch tatsächlich ist. Interessant ist übrigens bei dem Auto dieses sehr lange Heck, unüblich lang für einen Mittelmotor-Sportwagen, ist auch damals massiv kritisiert worden, auch in Tests, auch vom Publikum, ist aber dem Umstand geschuldet, dass die Konstrukteure einfach auch einen Kofferraum haben wollten, der mehr aufzunehmen imstande ist als nur das Wochenendgepäck. Und tatsächlich kann man den NSX auch als veritablen Reisewagen für zwei Personen mitnehmen. Wenn wir hier reinschauen, wir haben ein Kofferraumvolumen von 175 Litern. Das ist natürlich nach den Kriterien eines Familienautos ist es ein Witz, aber hier ist es für einen Mittelmotor-Sportwagen wirklich eine ganze Menge, was man hier reinbekommt, mehrere Reisetaschen und kleine Köfferchen und so weiter. Und das ist auch mit Sicherheit ein Aspekt, der den Honda NSX unter den Supersportwagen zu einem der praktikabelsten macht.
So, nachdem wir jetzt die Impressionen unter der Kofferraumhaube genossen haben, wollen wir mal schauen, was sich sonst noch unter den Deckeln des Honda NSX verbirgt. Ich öffne das Auto mal vorn. Natürlich über einen klassischen Haubenzug. Dann schauen wir hier rein und erwartungsgemäß finden wir hier keinen Motor, sondern eine ganze Menge Hightech, ganz viel, was an Nebenaggregaten natürlich notwendig ist, um auch einigermaßen Komfortansprüche erfüllen zu können. Das heißt, wir haben hier einen Klimakompressor, wir haben ein Tempomatsteuergerät und so weiter. Und natürlich auch das faltbare Reserverad, das durch dessen Reifen durch einen Kompressor aufgeblasen wird. Also hier in dem kurzen Bug natürlich, weil es ein Mittelmotorsportwagen ist, kein Motor. Deshalb können wir die Haube wieder schließen. Für mich übrigens unverständlich, dass Honda dabei verzichtet hat, das mit Gasfedern aufzustellen, sondern und stattdessen eine normale Haubenstütze gewählt hat. So, können wir mal nach hinten schauen. Jetzt öffne ich die Motorhaube, das heißt, das Heckfenster wird aufgestellt. Dann ist darunter nochmal eine Haube, da ist übrigens noch eine Heckscheibe, das heißt, das Auto hat 2 Heckfenster. Und hier haben wir auch wieder eine klassische Haubenstütze, mit der wir die Haube öffnen können. Und da haben wir jetzt diese, ich sag mal, Hightech-Pracht, die Honda damals mitgebracht hat und richtig Meriten eingefahren hat, weil dieser Motor galt damals nahezu als Wunderwerk. So, was wir hier sehen, ist erstmal nicht viel. Wir sehen natürlich eine Menge Schläuche und Leitungen und was eben auch der Epoche dieses Autos geschuldet ist, eine Menge Kunststoff. Darunter aber befindet sich echtes Hightech, zumindest war es das vor 30 Jahren. Wir haben hier einen V6 mit einem Bankwinkel von 90 Grad. Wir haben 4 oben liegende Nockenwellen, 4 Ventile pro Zylinder und das sogenannte VTEC-System von Honda. Das ist ursprünglich beim Civic eingeführt worden. Das ist ein System, um die Ventile variabel zu steuern. Das heißt, man will unten viel Drehmoment haben, obenrum aber mehr Drehvermögen. Und das wird eben durch eine variable Hubsteuerung der Ein- und Auslassventile erzielt. Und dadurch haben wir diese ganz spezielle Charakteristik dieses extrem hochdrehenden Motors. Die Drehzahlgrenze nach Drehzahlmesser ist 8000 Umdrehungen. Der Drehzahlbegrenzer setzt bei 8200 ein. Das werden wir nachher auch noch im Fahrbetrieb merken. Das heißt, ein echtes Hochdrehzahl-Triebwerk, was Honda hier präsentiert hat. Deshalb ist auch die Leistung für den relativ geringen Hubraum von nur 3 Liter sehr hoch. 274 DIN PS bei 7200 Umdrehungen. Das sind die Leistungsdaten dieses Honda VTEC Motors, der in diesem Fahrzeug an ein 5-Gang-Schaltgetriebe gekuppelt ist, ganz konventionell. Der Motor übrigens quer eingebaut, das vergaß ich noch zu sagen. Ansonsten gab es optional, und das in dieser Wagenklasse, der Mittelmotor-Sportwagen, mit Sicherheit auch was ganz Spezielles. Es gab wahlweise ein klassisches Automatikgetriebe. So, verbergen wir den V6 mal wieder unter der Haube. Das heißt, wir schließen hier den unteren Deckel. Wir schließen die Heckklappe, drücken sie zu und dann steigen wir mal ein und schauen, was der Honda NSX uns an Fahrdynamik präsentieren kann. So, wollen wir mal schauen, wie sich der Honda NSX in Fahrt anfühlt. Und los, dann kommt mal mit. Wir sitzen hier im Honda NSX in einem Supersportwagen und haben überhaupt nicht das Gefühl, dass es so ist, weil alles ist so logisch aufgebaut und so
praxisorientiert angeordnet. Die Sitzposition ist völlig normal, natürlich relativ niedrig, dadurch, dass es ein flacher Sportwagen ist. Aber es ist eigentlich ein Rennwagen ohne jegliche Überraschung, der quasi wie ein normales Familienauto zu fahren ist, zu pilotieren ist. Ich muss auch keine Rücksicht darauf nehmen, dass möglicherweise im Stadtverkehr die Zündkerzen verkoken oder dass der Motor ausreichend Drehzahl hat, weil untenrum nichts kommt. Nein, hier ist wirklich in allen Drehzahlbereichen. Man kann das Auto Drehzahl faul fahren. 1200 Umdrehungen im Teillastbereich sind überhaupt kein Problem. Und selbst wenn man aus dem Drehzahlbereich hoch beschleunigen möchte, ist auch das absolut machbar. Interessant finde ich persönlich, dass der Honda NSX keine Servolenkung hat. Die Lenkung ist trotzdem einigermaßen leichtgängig. Und wenn man schnell fährt, schnelle Kurven fährt, dann hat man eben auch nicht diese Filterwirkung einer Servolenkung oder einer Lenkunterstützung, die ja auch so ein bisschen für eine gewisse haptische Anonymität sorgt. Das heißt, ich finde es sehr gut, dass dieses Auto keine Servolenkung hat. So, wollen wir mal sehen, was passiert, wenn man drauf tritt. Ich gehe erstmal in den zweiten. So, da merkt man schon, das ist einigermaßen rasant. Das ist natürlich bei dem Drehvermögen des Motors sagenhaft. Er dreht, wie gesagt, bis 8000 Umdrehungen, sogar noch etwas darüber hinaus. Und dann klingt der Motor auch tatsächlich erheblich sportlicher als bei niedrigen Drehzahlen oder bei bummeliger Fahrweise, wie etwa im Stadtverkehr. Was allerdings bei dem Honda NSX ziemlich innovativ ist, ist der Umstand, dass wir hier nicht nur eine Aluminiumkarosserie haben, also eine Leichtmetallkarosserie, sondern auch die ganze Struktur des Aufbaus, das heißt der ganze selbsttragende Körper aus Aluminium besteht oder einer Aluminiumlegierung. Das heißt, damit ist der Honda NSX das erste Serienauto weltweit mit einer selbsttragenden Leichtmetallkarosserie gewesen. Oftmals ist man ja der Auffassung, Audi stünde diese Priorität zu. Tatsächlich ist es aber so, dass Honda mit dem NSX ein paar Jahre früher dabei war. Man hat da viel rumexperimentiert bei Honda und hat auch sehr viel Lehrgeld zahlen müssen. Die Entwicklung hat relativ lange gedauert und auch die Markteinführung nach der Vorstellung des Autos bedurfte auch noch vieler Monate. Aber das, was man dann nachher auf den Markt gebracht hat, im Herbst 1990, war wirklich ein rundum völlig ausgereiftes Auto, das eben völlig unkompliziert funktioniert. Und für mich also eine sagenhafte Konstruktion. Wir fahren hier im Grunde gemütlich durch die Landschaft, was mit wenigen anderen Supersportwagen dieser Generation möglich ist. Und diese simple Fahrbarkeit des Autos, diese Gutmütigkeit einerseits, andererseits aber der Umstand, dass man das Auto wirklich rannehmen kann und rennmäßig fahren kann, diese Kombination zueinander macht für mich das Besondere des NSX aus. Nicht? Wie gesagt, es ist viel experimentiert worden, deshalb auch der Name NSX bedeutet New Sports Car Experimental. Ja, die Geschichte dieses Autos und überhaupt der Marke Honda als Automobilhersteller ist ja hochinteressant. Soichiro Honda hatte nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, in Japan Kleinfahrzeuge zu bauen, hatte überhaupt noch keine staatliche Genehmigung, Automobile herzustellen. Hauptsächlich Kleinmotorräder sind aus dem Werk gekommen. Der Hersteller war aber immer sehr ingenieurgetrieben und extrem innovativ. Und er hat sich auch sehr schnell auf dem US-Markt etabliert, ab den späten 50er Jahren schon. Dann kamen irgendwann die ersten Autos, kleine Sportwagen, Honda S500, 600, 800. Gab dann auch einen kurzen Gehversuch auf dem deutschen Markt. Es waren aber sehr spezielle Autos und für das, was sie leisteten, auch ungewöhnlich teuer. Und richtig ging es dann los, Anfang der 70er Jahre mit dem Civic, dem Accord und weiteren Modellen, die auch jeweils für ihre Klassen sehr, sehr innovativ waren. Und Honda hat dann irgendwann den Schritt in die Formel 1 gewagt.
zum ersten Mal 1964. Das ist ziemlich in die Hose gegangen. Dann aber nochmal in den 80er Jahren. Und da hat man Weltmeistertitel als Motorenlieferant in Serie geholt, sozusagen. Naja, und dann war es eben auch, um das glaubwürdig zu verkaufen und auch die Meriten zu ernten aus diesem motorsportlichen Engagement, natürlich nicht mehr weit zur Herstellung eines echten Supersportwagens, der es auch neben der Formel 1 Rennstrecke eben mit Ferrari und McLaren und so weiter aufnehmen kann. Interessant ist, wie die damalige Presse, also um 1990 nach der offiziellen Serienpräsentation des NSX, auf dieses Auto reagiert hat. Gerade die deutsche und die US-amerikanische Presse waren also voll des Lobes, haben also bis auf jetzt ein paar stilistische Details, die nicht so sehr gefallen haben, war man also total begeistert, die Journalisten von dem Honda NSX. Das Auto ist also wirklich ausgesprochen gutiert worden seitens der Journalisten. Und im Herbst 1990, das ist vielleicht noch sehr bemerkenswert, hat die Fachzeitschrift Automotor und Sport einen Vergleichstest gemacht zwischen dem Honda NSX und den Konkurrenzmodellen von Porsche und Ferrari, und nämlich dem Porsche 911 Carrera 2 der Baureihe 964 und dem Ferrari 348 TB. Und von den 5 Wertungskriterien hat der NSX 3 für sich entscheiden können. Und damit hat diese Neukonstruktion damals von dem Klein- und Mittelklassewagenhersteller Honda auch den Vergleichstest gegen Porsche und Ferrari, also die Platzhirsche in diesem Sportwagensegment, souverän gewonnen, was natürlich ein bisschen für die etablierten Hersteller ein gewisser Affront war. Ja, für mich ein faszinierender Sportwagen. Wie gesagt, fährt, wenn man möchte, wie ein normales Stadtauto, wie ein Mittelklassewagen, und wenn man rauftritt, ist es halt ein Supersportwagen, der knappe 280 Stundenkilometer schnell ist. Wirklich eine eindrucksvolle Kombination in diesem einen Auto. Für mich tolles Auto, der Honda NSX. Ja, wie gesagt, spektakulär dieses Auto, vor allem in Fahrt, in Bewegung. Das ist es, was diesen Sportwagen ausmacht. Der Innenraum selbst ist relativ nüchtern gehalten, was sich eben auch beim Fahren wirklich, was mir mal wieder extrem angenehm aufgefallen ist bei dem Auto, diese sehr tief runtergehende Windschutzscheibe, die flache Front und auch nach hinten, nach schräg hinten. Man hat einfach eine Rundumsicht hier wie in kaum einem anderen klassischen Supersportwagen, in dem NSX. Der Innenraum ist schön beledert, das ist nicht besonders hochklassig gemacht, aber allemal besser verarbeitet als in einem Ferrari 348 beispielsweise, also dem zeitgenössischen Konkurrenten. Wir haben hier eine ziemlich spezielle Anordnung der Instrumente. Wir haben diese Bedienelemente in Form von Satelliten hier. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist aber, wenn man sich da einmal reingefummelt hat, total praktikabel und selbsterklärend. Das Lenkrad können wir axial verstellen, nicht in der Höhe. Auch der Fahrersitz ist nicht höhenverstellbar, aber die Verstellmöglichkeiten, die hier gegeben sind, übrigens elektrisch vor und zurück, auch die Lehnneigung, das ist völlig ausreichend, um hier eine vernünftige Sitzposition, in der man das Auto gut handhaben kann, zu finden. Man muss allerdings sagen, dass man, und das ist mein großes Glück in diesem Fall, nicht besonders groß gewachsen sein darf. Ich bin 1,77 m, ich passe hier relativ gut rein in das Auto. Ab 1,82 m ungefähr wird es schon eng und problematisch. Wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass der Fahrersitz nicht höhenverstellbar ist. Ansonsten knackig schaltbares 5-Gang-Getriebe.
Auch das nicht unbedingt selbstverständlich beim Mittelmotorsportwagen, weil ja das Getriebe traditionell dann hinterm Motor liegt. Das Schaltgestänge muss am Motor vorbei und das ist bei vielen Mittelmotorsportwagen immer ein bisschen hakelig und fummelig. Die Schaltung ist hier wirklich toll gelöst und insgesamt ein Auto, das total so passt, wie es passen soll. Was mich übrigens am meisten beeindruckt hat, ist die Tatsache, jedes Auto hat ja oder jede Automarke hat ja einen spezifischen Innenraumgeruch. Diese spezielle Odeur, ob das ein alter Mercedes ist oder ein VW oder so. Also ich erkenne meine eigenen Autos wirklich am Innenraumgeruch. Und bei dem NSX, den ich jetzt auch vorher jahrelang nicht mehr gefahren habe, fällt mir einmal mehr auf, er riecht von innen wirklich genau wie ein 91er Honda Accord oder Honda Civic. Das ist natürlich den Materialien geschuldet, die hier verwendet wurden. Aber das ist einfach mal so ein Gimmick nebenbei, den ich wirklich original gefunden habe. Also das ein Auto, das man auch am Geruch erkennt. Ja, soweit unsere Geschichte zu dem faszinierenden Honda NSX aus den 90er Jahren. Für mich deshalb besonders faszinierend, weil dieser Supersportwagen so undramatisch und unprätentiös wirklich verdammt schnell zu bewegen ist, war etwas total Neues damals auf dem Markt. Für mich ein, wie gesagt, absolut faszinierendes Auto. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Wenn ihr Spaß habt an mehr Sportwagen, dann schaut in den Kanal der Bremen Classic Motor Show rein. Da haben wir noch mehr Supersportwagen für euch, etwa den BMW 2002 Turbo oder den Audi Sport Quattro, beide aus der Reihe Biedermann und Brandstifter. Herzlichen Dank fürs Interesse.